Hi, Servus, ich bin's, der Philipp aus dem Pomade-Shop Headquarter in Ottobrunn und ich zeige euch heute die By Elementum Ignis. Ignis für Feuer, deswegen hinten auch die Sonne drauf. Und es ist im Prinzip eine klassische ölbasierte Pomade, nur dass ihr hier bei der noch Shea Butter zur Pflege eben noch mit drin habt. Das macht's bei der ein bisschen besonders. Und wenn ihr die Pomade anschaut, die glitzert so leicht, hat eine ganz natürliche weiß-wachsige Farbe. Und das Schöne bei der ist, die hat einen sehr außergewöhnlichen Duft, und zwar nach Whisky und Zimt. Das ist bei der das Besondere. Also ist mal was anderes, und vor allem jetzt für die Winterzeit, für die kalte Jahreszeit ist das besonders schön. Und es ist eben eine Pomade auf Bienenwachsbasis. Das heißt, ihr müsst am besten mit dem Daumennagel das Ganze rauskratzen, aber dann geht's auch butterweich raus. Und wir können das Ganze eben ganz leicht verteilen. Bisschen warm reiben, damit das Bienenwachs eben weicher wird. Und dann seht ihr schon, man hat ein bisschen Rückstand in den Händen, aber das macht nichts. Das verteilt sich in den Haaren dann schön. Eben diese typische, für Pomade, ölbasierte Pomade, eben typischer Glanz. Und dann arbeite ich das Ganze mal ein. Auch hier, wie bei allen Pomaden und allen Produkten, schauen, dass ihr von vorne nach hinten das Ganze einarbeitet und gut verteilt. Und jetzt rieche ich schon diese Zimtnote, dieses leicht holzige Whisky-Note. Das ist wunderbar. Und falls euch der ein oder andere, der mir schon länger zuschaut, fragt, warum ich die wachsbasierten oder die ölbasierte Pomade hernehme, das mache ich im Winter ganz gerne, weil ich dann nicht so das Problem habe, dass die Pomade weich wird, und vor allem gegen die trockene Heizungsluft. Da wird halt die Kopfhaut gepflegt sozusagen von den Ölen in der Pomade, und vor allem hier bei der Shea Butter ist das sehr schön, dass die Haare eben geschützt und gepflegt werden. Und dann nehme ich jetzt einen größeren Kamm und mache mir erstmal einen Slickback. Bei den klassischen ölbasierten Pomaden trage ich immer gerne entweder einen Slickback oder einen leichten Seitenscheitel. Und dann suche ich mir die Kammlinie hier und kämme das Ganze zur Seite. Seht ihr da leider nicht viel, weil das genau auf der anderen Seite ist, aber ich zeige es euch gleich. Genau. Jetzt ist es, weil ich die Haare komplett frei habe von Pomade, sind sie am Anfang auch ein bisschen störrisch. Aber da kann man dann entweder noch was nachnehmen, oder was auch gut hilft, was ich euch gleich zeigen werde. Also genau, das ist jetzt das erste Ergebnis. Wie man sieht, hinten steht es noch ein bisschen ab. Meine Haare sind auch noch ein bisschen dünn oder ein bisschen kurz. Aber wie man sieht, ist es halt ein schöner, seidiger Glanz. Was ich jetzt euch noch empfehlen kann, wenn ihr merkt, dass die Pomade manchmal nicht ganz so will, wie sie soll, ist zum Beispiel ein Hair Tonic zu verwenden. Und das Hair Tonic Don Draper Gold passt wunderbar vom Duft her zu der Ignis. Also diese Whisky-Zimtnote passt wunderbar zu dem würzigen Duft von dem Hair Tonic Gold. Und dann nehme ich ein bisschen was und kombiniere das einfach. Packt es auch wieder komplett durch die Haare. Dadurch wird sie ein bisschen geschmeidiger, die Pomade, ein bisschen weicher, ein bisschen aufgelockerter. Das hilft zumindest bei meinen feinen, dünnen Haaren sehr gut, um die Pomade ein bisschen besser zu verteilen. Und dann sieht man schon, das Ganze wird geschmeidiger. Für den Slickback natürlich wunderbar. Und dann teile ich die Haare hier wieder. Ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller, weil sonst der ein oder andere, der vielleicht Pomade verwendet, kennt das, dass man auch gerne mal viel zu lange vor dem Spiegel sitzt. Und dann, genau, sieht man auch, dass durch das Don Draper Hair Tonic Gold, was noch zusätzlich Öl enthält, das Ganze noch ein bisschen glänzender wird. Und ich finde das eigentlich ganz schön, wenn es schön stark glänzt und man sieht, wie es diese klassische Seitenscheitelfrisur ist mit viel Glanz. Ich mag das für den Winter sehr gerne. Genau, was ihr auch noch verwenden könnt für einen schönen Slickback, für einen angenehmen, strengen Slickback, ist die Bayreuth-Bürste.
Unser Gründer, der Stan, der hat euch schon mal ein Video dazu gezeigt von der Baloid-Bürste. Ich mag sie auch sehr gerne, vor allem für die strengeren Slickbacks, weil ich noch relativ kurze Haare habe und mit der Baloid-Bürste könnt ihr das Ganze eben schön anlegen und dann habt ihr eben so eine schöne 20er, 30er Jahre Slickback-Frisur, wo dann auch nichts mehr absteht und dann sieht das eben schön nach einem Slickback aus. Und nach dem Slickback will ich mal schauen, ob ich noch was anderes damit hinkriegen kann. Ich nehme wieder den Kamm und versuche ein bisschen Volumen reinzubringen. Genau, dadurch, dass es eine mittelfeste bis firm Pomade ist, reicht der halt eben aus, vor allem gerade bei feinen oder bei geraden Haaren, das Ganze auch mit einem bisschen Volumen aufzupäppeln. Meine sind nur leider ein bisschen zu kurz aktuell noch, aber man sieht, glaube ich, trotzdem ganz schön, dass man eben auch Höhe mit dem Produkt hinkriegt. Vor allem, wenn ihr es eben nicht mit einem Hairtonic kombiniert, dann habt ihr mehr Halt und im Zweifel einfach noch ein bisschen Pomade nachlegen. Da könnt ihr ja nichts falsch machen. Genau. Es ist zumindest ein bisschen Höhe drin und da sieht man, man kann auch eben eine ganz klassische Tolle damit machen. Genau. Das war einmal das Don Draper Hair Tonic Gold und einmal die Ignis, die im Vordergrund steht. Die Ignis Pomade, die auf der Schachtel die Sonne hat und eben vorne auf der Dose das Herz drauf mit dem schönen warmen Whisky-Zimt-Duft. Genau, es ist eine ganz klassische ölbasierte Pomade, das heißt, am nächsten Tag könnt ihr das Ganze eben ganz einfach neu stylen. Ihr habt immer die Reste im Haar, die euch eben helfen, die Haare zu schützen, die Kopfhaut zu schützen, das Ganze eben noch nachstylbar zu machen am nächsten Tag. Aber ihr könnt natürlich, wie bei allen anderen Pomaden, auch ganz einfach mit Shampoo die Haare waschen und dann habt ihr halt noch ein bisschen Rest, mit dem ihr wieder arbeiten könnt. Genau, das war's von mir und der Ignis. Wir sehen uns wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.